5G ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Mobilfunktechnologien und bringt primär einfach mal massiv erhöhte Geschwindigkeit. Viel mehr Daten können da übertragen werden in einer viel kürzeren Zeit. Es sollen auch viel mehr Geräte miteinander verbunden werden können, als dies heute schon der Fall ist. Man spricht da bis 1 Million Geräte pro Quadratkilometer. Und so ist 5G der Wegbereiter für die Digitalisierung. Ich habe da ein paar Begriffe aufgeschrieben: Smart Home, Smart Security, Smart Mobility, Smart City. Das sind ja alles so Schlagworte, die uns heute ja fast so ein bisschen um die Ohren geworfen werden. Aber dahinter steht eigentlich wirklich die Vernetzung aller elektrischen, elektronischen Geräte, die auf dieser Erde sind. Und das zieht natürlich auch eine massive neue Anzahl, erhöhte Anzahl solcher Geräte mit. Sie sehen das auf diesem Bild schematisch dargestellt, oder? Auch die Haushaltsgeräte sollen vernetzt werden, die Kaffeemaschine am Internet. Und da ist sogar noch ein Mikrofon eingebaut, damit ich der Kaffeemaschine Sprachbefehle geben kann. Und so durch diese totale Digitalisierung und Vernetzung hinterlassen wir immer mehr digitale Spuren. Daten, welche eben von irgendwem für irgendwas weiterverwendet werden können. Aber was gibt es Schöneres für Regierungen oder Konzerne, berechenbare Kunden oder eben Bürger zu haben? Intelligente Mobilitätslösungen. Da heißt es auch immer, ja, wenn die selbstfahrenden Autos mal kommen, dann kann der ganze Verkehr viel effizienter organisiert werden und das wird zu weniger Verkehr führen. Die ETH Zürich, das ist ein Schreibfehler, sollte nicht EHT heißen, sondern ETH Zürich, hat auch da eine Studie gemacht. Und sie kommen zum Schluss, dass der Verkehr zunehmen wird mit dem autonomen Fahren, weil es so attraktiv wird. Ich kann ja dann sogar arbeiten im Auto, weil ich ja nicht selber da steuern muss. Ich kann Film schauen, was auch immer, oder? Und vielleicht können sogar Kinder die selbstfahrenden Autos nutzen. Und Sie sehen da also wirklich nicht, dass es zu weniger Verkehr führen sollte. Auch das ist ein Aspekt, oder? Das wird auch so gebetsmühlenartig dargestellt. Ja, 5G oder die Digitalisierung löst uns alle Probleme. Und das ist ein Artikel aus der Zeitschrift Nature. Das ist eine englischsprachige Fachzeitschrift vom Mai 2019. Und da haben Meteorologen alarmiert, dass die 5G-Strahlung oder diese hohen Frequenzen ihre Prognosemodelle verschlechtern können. Und da müssen wir sehen, in Amerika wurden bereits Frequenzen verkauft oder werden heute bereits genutzt im Bereich von 23 GHz, also schon eine Stufe höher, als wir hier sind. Und jetzt die Wettersatelliten, welche die feinen natürlichen Signale aus der Atmosphäre empfangen, die werden dadurch gestört. Zum Beispiel der Wasserdampf. Wasser, wir werden das noch hören, hat eine Resonanzfrequenz bei irgendwo 22, irgendwas Gigahertz. Und diese feinen Signale werden von den Wettersatelliten detektiert und fließen in die Prognosemodelle mit ein. Und jetzt kommen wir mit der technischen Strahlung von oben, eben vom Weltraum her und von unten her terrestrisch und strahlen in einem ganz ähnlichen oder fast demselben Frequenzbereich. Und der Wettersatellit, der da oben um die Erde schwirrt, kann jetzt nicht mehr unterscheiden, was ist natürliches Signal, was ist technisches Signal. Und darum können diese Daten nicht mehr so gut verwendet werden, um die Prognosemodelle einzufließen. Im ersten Rollout oder in der ersten Phase von 5G werden in den meisten Ländern neue Frequenzen bis etwa 3,5 GHz verwendet. Aber das ist der erste Anfang. Im Endausbau soll 5G bis 90, 100 GHz hochgehen. Und da sind wir dann im Bereich von Millimeterwellen. Haben Sie sicher auch schon gehört. Und das heißt, hier korrespondieren die Wellenlängen zum Beispiel mit den Abmessungen von Insekten. Und da ist es sehr gut möglich, dass wir da wirklich ein Problem
auf ein Problem zulaufen mit den Insekten. Wir haben das Insektensterben ja heute schon, aber das kann sich natürlich massiv verschärfen. Und als ich eben vor einem halben Jahr diese Homepage wieder mal besucht habe vom BAFU, war ich doch erstaunt, was sie da schreiben, offiziell schreiben und zugeben, dass eben verschiedene Studien auf biologische Effekte hinweisen, welche weit unterhalb der offiziellen Grenzwerte auftreten. Jetzt aber kommt der große Spagat. Und ich habe Ihnen hier extra das noch fett gemacht. Studien weisen auf biologische Effekte hin. Und ein biologischer Effekt, das muss ja noch nicht zwingend eine gesundheitliche, nachteilige Auswirkung sein. Und das ist dann auch die Schlussfolgerung. Es ist nicht ganz klar, ob diese biologischen Auswirkungen auch einen negativen Einfluss auf uns haben. Das schreiben sie so. Also das BAFU hat alle Gemeinden respektive die Kantone informiert über 5G und dieser Satz steht so drin. Es ist nicht klar, ob programmierter Zelltod, oxidativer Zellstress oder sogar erhöhtes Krebsrisiko, ob das gesundheitsschädlich ist. Ich weiß auch nicht, wie sie auf solche Ideen kommen, aber schwarz auf weiß. Ein großes Problem ist natürlich schon die Verstrickung der Staaten mit der Mobilfunkindustrie. Wenn ich jetzt nur mal schaue, oder? Der Staat ist oft Hauptaktionär an den Mobilfunkfirmen. Das ist in der Schweiz so. Der Staat, der Bund, hat 51% der Aktien der Swisscom und das ist eben der größte Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Bei der Deutschen Telekom ist es nicht viel anders. Der Staat ist Hauptaktionär, hat nicht die Hälfte, aber ist Hauptaktionär davon. Und der Staat verdient auch an den Frequenzversteigerungen, das haben wir gehört. Der Staat, viele Staaten fahren Digitalisierungsstrategien. Auf der anderen Seite legen ja die Staaten die Grenzwerte fest. Und der Staat ist auch für die Gesundheit der Menschen, der Bevölkerung zuständig. Und der Staat beurteilt ja auch die Studienlage, oder? Und das ist wirklich eine Verstrickung oder ein Spagat, den der Staat da machen muss. Und das wundert es mich nicht, dass da nicht mehr läuft oder dass der Druck halt jetzt wirklich von der Basis, von der Bevölkerung her kommen muss, dass sich da etwas ändern kann.